Hallöchen ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute auf Wunsch von meinem Freund aus Frankreich, von dem Kanal CCW Cooking und Carina von Carinas Kochecke, gibt es leckere Currywurst mit Pommes. Die beiden Kanäle werde ich in meiner Videobeschreibung verlinken. Schaut vorbei, es gibt super tolle Rezepte bei den beiden zu entdecken. Wie ich die leckere Currywurst und die selbstgemachte Pommes zubereitet habe, zeige ich euch jetzt. Für das leckere Currywurst-Rezept, was hier im Ruhrgebiet Tradition hat, brauchen wir folgende Zutaten: Bratwürstchen, passierte Tomaten, ein wenig Sojasauce, Orangensaft. Dann habe ich hier eine Zwiebel, die ich schon in feine Stücke geschnitten habe, Rapsöl, man kann aber auch Sonnenblumenöl nehmen, Salz, Pfeffer, braune Zucker, Balsamico. Hier habe ich Paprikapulver edelsüß, Currypulver und ein wenig Cayennepfeffer. Ich brauche noch Tomatenmark und was ihr hier rechts von mir seht, da sind die Kartoffeln, weil zur Currywurst natürlich gehören die Pommes dazu und die mache ich selber. So, dann geht es schon sofort los. Wir schneiden dann die Pommes aus den Kartoffeln. Nachdem ich die Kartoffeln geschält und geputzt habe, schneide ich jetzt die Pommes in etwa 0,5 bis 1 cm breite Stifte. Natürlich kann man auch diese Kartoffelschneider nutzen. Ich habe sie nicht, deswegen mache ich alles so selber per Hand mit dem Messer. Bevor die Pommes auf dem Backblech kommen, werden die erstmal 2-3 Mal unter kaltem Wasser gewaschen, sodass die Stärke aus den Kartoffeln rauskommt. Nun, um die Pommes abzutrocknen, kommen die auf ein Tuch und dann wird schön zugesehen, dass da keine Flüssigkeit mehr bleibt. Nach dem Abtrocknen dann kommen die Pommes wieder in eine Schüssel und als nächstes beträufele ich mit ein wenig Olivenöl. Und dann wird sehr gut vermischt. Hier. Nun werden die Pommes auf ein Blech verteilt. Um die Pommes knusprig zu bekommen, wichtig ist, dass sie sich nicht berühren oder übereinander liegen. Sonst wird diese Stelle dann nicht knusprig. Das Blech ist jetzt fertig. Ich tue beiseite und kümmere mich jetzt um die Würstchen und die Soße. So, in eine Pfanne gebe ich etwa 2 Esslöffel Rapsöl rein und lasse es erhitzen. Wenn das Öl erhitzt ist, dann gebe ich die Würstchen rein. Und die Würstchen werden goldbraun gebraten. Um alles parallel hinzubekommen, werde ich jetzt meinen Ofen vorheizen auf 180 Grad Umluft. Jetzt kommen die Würstchen raus, die sehen wunderbar braun aus und sind fertig. In der gleichen Pfanne, wo die Wurst gebraten wird, kommt jetzt die Zwiebel rein. Nun ist mein Backofen schon vorgeheizt und die Pommes gebe ich rein für etwa 45 Minuten. Dann bin ich auch mit der Soße dann fertig und dann kann man schon richtig lecker essen. Das Blech kommt auf mittlere Schiene. Jetzt, wo die Zwiebel ein bisschen glasig geworden ist, gebe ich den braunen Zucker rein und lasse es karamellisieren. Jetzt ist die Zwiebel soweit, sieht richtig gut glasig aus. Und dann gebe ich den anderen Zutaten rein, so wie Tomatenmark, dann auch die Gewürze, Paprikapulver, Currypulver und Cayennepfeffer, Salz und Pfeffer, Balsamico noch und alles zusammen lassen wir anrösten. Nun löschen wir alles mit Orangen ab, ein bisschen köcheln lassen.
Im Anschluss gebe ich dann noch die passierte Tomate hinein, eine Spritze von der Sojasauce, gut vermischen und dann lassen wir alles zusammen etwa 15 bis 20 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Wusstet ihr, dass Currywurst mit Pommes in Deutschland etwa 800 Millionen Mal verkauft wird im Jahr? Ja, das ist das meist gegessene Gericht. Und ja, man weiß auch warum, weil das einfach super schmeckt. Hat Tradition, Geschichte. Und zum ersten Mal wurde Currywurst in Berlin erfunden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ein bisschen die Geschichte von Currywurst gelesen, mich ein bisschen informiert. Das ist richtig interessant. Ich werde dann auch in der Beschreibung dann ein bisschen über Currywurst zitieren. Ja, die Pommes nehme ich jetzt raus. Die sehen richtig gut aus. So sehen die selbstgemachten Pommes aus. So. Dann kommen die alle in eine Schüssel. Sehen die nicht gut aus. Und jetzt werden die gewürzt. Und das ist meine selbstgemachte Gewürzmischung. Ich habe hier Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, Currypulver zusammengemischt. Aber ich werde in der Beschreibung dann auch die Mengenangabe schreiben. Dann würzen wir die Pommes. So. Et voilà! Das leckere Currywurst-Pommes-Gericht ist jetzt fertig. Ich werde gleich den Teller anrichten und servieren. Es duftet, es schmeckt alles, ich habe schon alles probiert. Einfach nachmachen, ihr werdet begeistert sein. So ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentieren, liken, abonnieren, diejenigen, die neu dabei sind. Und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund, ihr Lieben, eure Tati. Tschüssi.